Hallo und herzlich willkommen. In dem heutigen Video schauen wir uns den Columbus 600D komplett an. Das ist der Wagen, den wir vor ein paar Wochen konfiguriert haben. Wir gucken uns heute alle Details an, ob das so geworden ist, wie wir uns in der Konfiguration vorgestellt haben und was der Wagen sonst so kann. Darüber hinaus machen wir eine ganz detaillierte Gewichtsbilanz, dass ihr genau wisst, was dieser Wagen wiegt und was uns in Zukunft in den weiteren Videos noch erwartet. Das alles und hoffentlich noch viel mehr seht ihr in dem heutigen Video zum Columbus 600D mit einem wunderschönen Aufstelldach. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Heute ist ein Tag, auf den wir, glaube ich, schon relativ lange gewartet haben, dass wir endlich loslegen können, unser Projektfahrzeug hier mal auszustatten, wie es ist. Und ich habe gedacht, ich nehme euch mit auf die komplette Reise und ich zeige euch so ein bisschen, was wir wann wo machen. Wir gucken uns auch anders als in den anderen Videos die Dinge, die wir in diesem Fahrzeug einbauen, noch viel detaillierter an, so ein bisschen, wo man was einbauen kann, was es für Möglichkeiten gibt. Aber in dem allerersten Video zu dem Columbus 600 wollen wir so ein bisschen schauen, wie sieht der Wagen jetzt aus, was haben wir grob vor, was kann er jetzt und was muss er noch lernen. Dazu sieht er jetzt natürlich ein bisschen unfertig aus mit den Stahlfelgen, ohne Radkappen, ohne alles, aber da haben wir so viele verschiedene Sachen vor. Wenn ihr wissen wollt, wie dieser Wagen konfiguriert ist und worauf wir da Acht gegeben haben, verlinken wir euch jetzt einfach oben in der Ecke nochmal das Video zu der Konfiguration, in dem Video haben wir den Wagen komplett zusammengestellt. Und wenn ihr wissen wollt, was in Zukunft noch passiert, solltet ihr auch unbedingt unseren Kanal abonnieren, damit ihr auch für die weiteren Videos zum Columbus 600 oder auch zu den ganzen anderen Fahrzeugen, die wir sonst so vorstellen, immer up to date bleibt. Dafür einfach hier unter dem Video Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann geht's ab in Zukunft. Ja, ihr seht, wir stehen hier wunderschön. Das ist die Elbmarsch bei uns, die Felder hinter unserem Betrieb sozusagen. Ist nicht weit weg, keine 10 Minuten Fahrzeit und wir haben gedacht, gerade mit diesen frischen Heuballen sieht das richtig schön aus für euch Stadtkinder. So sieht es auf dem Land aus. Und wir haben mal was anderes als immer nur bei uns auf dem Gelände, weil der Wagen ja jetzt angemeldet ist und wir mit dem auch ein bisschen durch die Gegend fahren können. Ja, was haben wir hier? Also, Basics. Wir haben einen Columbus 600D, das heißt, der Wagen ist ein Fiat Ducato, 5,99 Meter lang, normale Außenbreite 2,5 Meter. 6 Meter heißt, wir haben den langen Radstand, 4 Meter hier und haben hier hinten den kurzen Überhang. Es gäbe theoretisch ja noch den 636er, dann würde der Columbus 640 heißen und hätte dann längs Doppelbetten. Der Wagen wird schwerpunktmäßig für Familieneinsätze geplant sein. Das heißt, das Ganze ist immer so ein bisschen geplant, wie kann ich mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern gut reisen. Und da ist das Thema Aufstelldach halt ein Thema, was uns immer wieder begleitet und was total spannend ist und was halt auch von allen Leuten mal ausprobiert werden soll. Und das Aufstelldach ist eben auch einer der Punkte, der bei Westfalia oder einer der Gründe ist, weshalb wir uns jetzt bei dem Projektauto für ein Westfalia entschieden haben. Ich weiß nicht, ob man das hier gut sehen kann bei dem schwarzen Dach, aber das gesamte Dach oben ist eine Solaranlage. Wir haben 350 Watt Leistung. Das Ganze, weil es ein flaches, dünnes Solarpanel ist, eben auch noch relativ leicht, weil, und das ist ein Thema, was uns noch sehr viel begleiten wird, das Thema Gewicht bei diesem Fahrzeug eine riesengroße Rolle spielt. Und so denke ich, ist zumindest einer der Hauptpunkte Stromerzeugung freistehend, massiv, wahrscheinlich sogar etwas drüber abgedeckt. Ich bin aber auch sehr gespannt und da werden wir uns bestimmt auch in einem der kommenden Videos mal mit auseinandersetzen, was wirklich an Leistung aus so einer Solaranlage rauskommt. Ist das eine Platte oder mehrere? Das ist wirklich eine große Platte. Das ist ein Solarmodul, was Westfalia für sich wirklich exklusiv in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut entwickelt hat. Das ist relativ kompliziert aufzukleben, aber so theoretisch begehbar, alles nutzbar. Man kann jetzt auf dem Dach nicht rumlaufen, aber wir haben zum Beispiel, und das ist auch schick bei dem Westfalia Aufstelldach, links und rechts zwei Schienen drin, dass, wenn es wirklich mal dazu kommen sollte, dass wir irgendwie unsere Stand-Up-Paddleboards oder sowas mitnehmen sollten, dass man auch Boards und solche Dinge aufs Dach drauf machen kann.
Ja, eins der Themen, wo wir noch überhaupt nicht sicher sind, wie wir es umsetzen wollen, ist das Thema Fahrrad, weil auch da wir in dem absoluten Dilemma sind zwischen Gewicht und was können wir transportieren. Da haben wir verschiedene Ideen im Kopf. Seid gespannt. Ich bin gespannt, wofür wir uns am Ende entscheiden. Grundsätzlich ist es so, wir können ja mal von der anderen Seite drauf gucken, dass der Wagen, man sieht das ja schon von der Idee, die Außenfarbe, die wir hier haben, ist Campovolo Grau oder Grigio Campovolo. Jetzt noch mit dem ganz originalen Dekor von Westfalia, das heißt mit der silbernen Windrose und den ganzen Schriftzügen drumherum. Da wollen wir so ein bisschen, wie wir das auch schon bei anderen Fahrzeugen gemacht haben, noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich finde es nicht so schick, wenn es etwas viel Dekor ist, sondern ich möchte es eigentlich dezent, schick und so ein bisschen zurückgenommen haben. Und dafür wird auf jeden Fall die silberne Windrose verschwinden. Dass die Felgen so nicht bleiben können, ist auch klar. Derjenige, der unseren Videos folgt, hat wahrscheinlich auch schon eine grobe Idee, was passiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Wagen ein bisschen höher wird, auf jeden Fall eine deutlich größere Felge bekommt und alles einfach ein bisschen schicker wird. Grundsätzlich haben wir so ein bisschen die Idee, das etwas offroadig zu gestalten. Aber die Hauptaufgabe bei dem Auto wird eben sein, zu gucken, wo kommen wir gewichtsmäßig hin. Deswegen wiegen wir auch in diesem Video jetzt gleich den Wagen und schauen uns wirklich mal an, was wir aktuell auf die Waage bringen, weil eins kann ich schon vorab quasi als Sneak Preview sagen, aktuell ist er zugelassen als 3,5 Tonner. Das ist realistisch mit Aufstelldach, mit Vollausstattung. Wir haben hier Fiat Ducato Automatik, Maxi-Chassis, viel Ausstattung, ein schweres Aufstelldach drauf. Das ist realistisch gesehen nicht unbedingt ein 3,5 Tonner. Wir müssen jetzt aber mal gucken, wo wir wirklich sind, wie viel Gewicht wir durch Lithium-Batterien und solche Dinge wieder einsparen können. Und dann schauen wir mal, was unterm Strich rauskommt. Ja, lasst uns mal einen Blick ins Fahrzeug werfen und gucken, wie wir den Innenraum gestaltet haben, ob das so geworden ist, wie es in der Konfiguration angedacht war. Ja, herzlich willkommen im Columbus 600D. Eines der Hauptargumente für dieses Fahrzeug, warum man sich für einen Columbus entscheidet, ist, glaube ich, diese verdammt coole Sitzbank. Man muss einfach ganz klar sagen, ihr kennt mich ja aus den anderen Videos in dem Format, wie ich normalerweise da sitze. Jetzt sitze ich hier und wenn ich mich normal aufrecht hinsetze und wirklich Raum habe, dann kann hier ein zweiter, echter, erwachsener Mensch neben mir sitzen. Das, was ihr hier seht, wir haben den Wagen in Kunstleder bestellt. Zum einen haben wir gedacht, wir machen das für einen Vorführwagen richtig schön robust. Und zum anderen wollen wir natürlich auch zeigen, was Westfalia einem ab Werk liefern kann. Das, was ihr hier seht, ist die Rautensteppung, die man ab Werk haben kann. Ich weiß nicht, wie es im Video rüberkommt. Die Nahtfarbe, die wir gewählt haben, ist quasi die Nahtfarbe, die dem Campovolo Grau draußen entspricht. Und das Ganze haben wir hier kombiniert mit der Westfalia Windrose, die in den Sitzen hier mit drin ist. Und das Ganze wird natürlich auch in den Fahrersitzen vorne wieder mit aufgenommen. Was Westfalia total geschickt macht, ist, dass nicht einfach Schonbezüge drüber gezogen werden, sondern die Sitze mehr oder weniger direkt gepolstert werden. Dadurch haben wir eben auch die Möglichkeit, ab Werk eine Sitzheizung mitzubestellen. Und auch wenn wir jetzt gerade Hochsommer und mega heiße Temperaturen haben, wird die Sitzheizung uns hoffentlich noch treue Dienste leisten, weil der Wagen eben auch ein bisschen länger bei Togo im Bestand bleiben soll und damit eben auch im Winter durchaus mal genutzt werden kann, weil so ein Columbus mit seiner Fußbodenheizung hier im Wohnraum ja exakt dafür gemacht ist. Dieser Wagen ist überhaupt für uns bei Togo eine absolute Neuerung, weil es der allererste Wagen ist, bei dem wir das Solarpanel mit drauf haben und gleichzeitig der allererste Wagen ist, bei dem wir hier das neue Skyroof von Westfalia mit drin haben. Und das ist halt so ein Punkt, wir haben kaum eine Marke im Programm, bei der wir Aufstelldach mit Skyroof kombinieren können. Und das macht Westfalia ein bisschen anders, weil sich Westfalia eben entschieden hat zu sagen, die Dachhaube hier ist nicht zu öffnen, sondern das ist eine richtige Glasscheibe. Kann man sie zwar verschatten, aber ich kann sie nicht aufmachen. Und so habe ich aber, wenn das Dach unten ist, trotzdem hier unten, auch wenn es nachher warme Jahreszeit ist, einen richtig schönen hellen Raum. Das Ganze geht natürlich einher damit, dass wir dieses wunderschöne Fach, was hier oben drin ist, für uns opfern mussten sozusagen. Damit geht eine Menge Stauraum verloren und 6 Meter, wenn wir wieder auf die Idee zurückkommen, für 4 Personen ausgestattet. Ist ein 6 Meter Auto natürlich jetzt nicht unbedingt ein Auto, wo unendlich viel Stauraum für 4 drin ist und da wäre das Fach schon wichtig. Aber das, glaube ich, ist am Ende Abwägungssache. Ich sehe auch in der Konfiguration, wie wir andere Autos konfigurieren, das ist wirklich eine 50-50 Entscheidung. Schaut es euch an, kommt vorbei, dafür steht der Wagen ja da. Ich glaube, wenn ihr in dem Wagen wart, wisst ihr, ob ihr das unbedingt haben wollt.
Ich bin gespannt. Im halben, dreiviertel Jahr wissen wir mehr. Dann steht der Wagen schon eine ganze Weile bei uns. Dann werden wir immer mal wieder geschaut haben. Um den Verzicht an Stauraum hier oben so ein bisschen aufzufangen, haben wir uns entschieden, den Wagen ohne das Zusatzbett von Westfalia hinten zu konfigurieren. Und haben deswegen hier quasi noch einen zusätzlichen Kleiderschrank. Da sind oben Kleiderbügel mit drin, dass man Jacken und solche Dinge weghängen kann. Und gleichzeitig auch einen schönen Platz hat, den Tisch während der Fahrt zu verstauen. Ist das neu mit dem Tisch? Das ist, wenn vorne, das normalerweise ist bei Westfalia das so, dass der Tisch vorne in dem Fach liegt. Wenn man das Fach vorne weglässt, kriegt der Tisch seinen Platz hier drin. Auf jeden Fall habe ich in jedem Westfalia immer die Möglichkeit, einen Tisch irgendwo fest zu verstauen, weil Westfalia eben der festen Ansicht ist, wenn jemand hinten fährt, sollte auf keinen Fall ein Tisch aufgebaut sein, weil im Rahmen einer Vollbremsung Kopf auf dem Tisch, selbst wenn kein richtiger Unfall passiert ist, schon zu schweren Verletzungen führen kann. Grundsätzlich, um nochmal ein Wort zur Sitzbank zu sagen, serienmäßig hat die Westfalia Sitzbank immer Isofix auf beiden Sitzen, also hier und dort. Und ich glaube, das ist sogar genau mit diesem Top-Tether, so nennt sich das hier oben, dass man den Sitz oben nochmal mit einem dritten Gurt nach hinten abspannen kann. Also in Sachen Sicherheit für Mitfahrende im Wohnmobilbereich State of the Art, ein wunderschönes Wort. Im Modelljahr 2021 ist es ja so, dass es den Columbus sowohl als Columbus 600, dann hat er den Kühlbox, dann hat er die Kühlbox, gibt genauso den Columbus 601 mit einem klassischen Kühlschrank. Fürs kommende Modelljahr, und das sind die Fahrzeuge, die wir von jetzt an bestellen, ist es leider so, dass Westfalia sich entschieden hat, den Columbus 600 aus dem Programm zu nehmen, weil die meisten von euch eben sowieso Columbus 601 gekauft haben. Das heißt im Umkehrschluss, dass der Küchenblock bei neu bestellten Autos ein bisschen anders aussieht als hier. Wir haben dann hier vorne Schubladen und den Kühlschrank hier, wahlweise unter der Arbeitsfläche, um einen großen Durchblick zu haben, oder hier oben, um ihn auf Augenhöhe zu haben. Aber die Kühlbox, so wie wir das jetzt in dem Wagen hier haben, polarisiert dann doch sehr, weil sie zwar zum einen energetisch und technisch eine tolle Lösung ist, aber zum anderen eben relativ kleines Volumen hat mit nur 42 Litern und eben kein separates Gefrierfach. Der Vorteil dieser Kühlbox-Lösung ist gewesen, dass man eine etwas breitere Sitzbank realisieren kann. Die wird beim Columbus 601, das kann man sich hier ungefähr die Linie runternehmen, ich sag mal 10 cm knapp schmaler, was immer noch benchmarkmäßig ist, also immer noch eine der breitesten Sitzbänke, die man überhaupt haben kann, aber eben etwas schmaler als sie hier ist. Ja, beim 600er hier ist es so, dass wir hier den kleinen Aufsetzschrank haben, also viele kleine schöne Stauräume und vor allem auch hier oben die Schränke. Ich denke, das hier ist nachher noch der Küche zugeordnet und wenn man das Auto nutzt, hier hinten sind nochmal 4 Schränke außenrum plus den ganzen Stauraum in der Küche. Schon ein Ausblick fürs Modelljahr 22 ist das neue Türschloss. Das wird jetzt hier komplett mit drin, weil das alte immer mal wieder für Irritation gesorgt hat, weil man die Tür mit etwas zu viel Kraft auch nach innen durchdrücken konnte. Es ist jetzt so, dass wir einfach hier die schließende Tür haben. Und dahinter, wo gehe ich mal hin, dass ihr das sehen könnt, die ganz normale gute Nasszelle. Ich setze mich hier einfach mal auf Toilette, damit ihr ein Gefühl dafür habt. Wir drehen das mal in den Raum und vielleicht ohne Portemonnaie in der Tasche. So dass man, auch wenn die Tür zu ist, darf ich einmal ausprobieren, auch wenn die Tür zu ist, passt das wunderbar. Also ich habe hier noch richtig Beinfreiheit überall mit dabei. Größter Unterschied an dem Wagen hier ist, normalerweise hat der Columbus 600 eine Dachhaube oben. Jetzt haben wir hier das Fenster, weil wir ja das Aufstelldach oben drauf haben und damit sämtliche Oberlichter uns sonst verloren gehen. Das Fenster an der Seite hat aber eben auch den Vorteil, dass wir die Dusche wunderbar als Außendusche nutzen können. Das ist in dem Wagen hier vielleicht nicht ganz so wichtig, weil wir sowieso die Außendusche für hinten mitbestellt haben. Aber ich denke, das ist auch eine nette Option, wenn man die Außendusche hinten nicht in Betrieb nehmen will. Ansonsten ist es eine ganz normale kleine Nasszelle. Man wird jetzt hier nicht allzu viel Wunderdinge von einem 6 Meter Fahrzeug für 4 Personen erwarten können im Nasszellenbereich. Hier werden wir sicherlich noch eine Sogtoilette einbauen. Was wir gerade noch überlegen ist, ob wir schauen, ob wir hier eine Trenntoilette mit reinbauen.
Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr irgendwo Trenntoiletten, vielleicht hat jemand von euch im Columbus 600 schon eine drin und hat die Idee und sagt, genau diese, sei es Airhead, Nature's Head oder ein ganz anderer Hersteller, ist genau das Richtige, was passt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Vielleicht hilft uns das ja. Stauraum habt ihr hier auch. Oben die zwei, ups, schlechter Winkel, die zwei Fächer, schön mit dem Rausfallschutz, dass man alles mit reinstellen kann. Eins für die Kinder, eins für die Erwachsenen. Zack, das machen wir mal wieder zu. Und ansonsten eine normale Nasszelle hier eben auch nochmal für so das Allgemeingut, die Ablage und ein kleiner Toilettenpapierhalter hier unten eben auch. Ja, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich denke für eine Familie genau richtig. Und das, was eben auch immer schön ist, gerade wenn eine Familie unterwegs ist, dass man eine feste Tür hat, die man zumachen kann. Hinten zum Bett hin. Das hier ist, ach so, das kann ich noch mal sagen, das ist nämlich relativ häufig eine Frage. Wenn in der Preisliste bei Westfalia gibt es eine Trennwand oben. Das ist dieses Teil. Das untere Drittel mit der Aufstiegshilfe ist immer mit dabei. Das obere müsst ihr separat mit dazu bestellen. So, ich ziehe mal meine Schuhe aus. Elegant. 1,92 Meter Markus liegt hier im Bett. Das Bett ist dann durchaus voll, aber für mich passt das auf jeden Fall. Also ich passe knatsch zwischen die Wände. Mehr Platz habe ich in keinem Wagen als Querschläfer und ich glaube, gerade wenn man als Familie unterwegs ist, ist dieses Thema Querschläfer eine richtig gute Grundrissidee, weil nur dann in kürzeren Autos eine vernünftige Sitzgruppe mit vernünftiger Küche und solchen Dingen zu realisieren ist. Wir haben hier Laserlampen mit drin, wir haben hier indirekte Leuchten mit drin. Das heißt, kann ich dir damit auf diese Apple Siri findet es auch gut, sagt sie auf jeden Fall. Das Einzige, was hier ein bisschen fehlt, aber das ist einfach der Natur der Sache geschuldet, ist leider die Dachhaube oben. Die wird im Sommer sicherlich fehlen, aber das ist einfach, wenn man ein Aufstelldach oben drauf hat, was womit man sich arrangieren kann und auch muss. Dafür haben wir hier hinten die zwei Fenster und vorne auch nochmal die ganzen Fenster. Da wird schon genug Luft reinkommen, aber da werden wir, wenn alle Erfahrungswerte da sind, nochmal am Ende ein Resümee ziehen und gucken, was genau richtig ist. Wir werden hier noch so ein paar kleine Individualisierungen für uns machen. Haken kann man nie genug haben. So ein paar kleine, schöne Ideen mit dabei. Wir gucken jetzt nochmal in den Außenstauraum und in das Dach oben. Und dann sollten wir auch schauen, was der Wagen jetzt wiegt, weil dann haben wir eine ganz gute Idee. Wir haben ja sowieso den Columbus 600 schon mehrfach in Videos gezeigt. Da verlinken wir euch jetzt einfach nochmal oben die Videos. Ich will jetzt hier gar nicht unbedingt Bettenmaße und all solche Dinge mit reinnehmen, aber wenn ihr das im Detail wirklich wissen wollt, schaut euch die anderen Videos auch nochmal mit an. Da habt ihr wirklich auch alle einzelnen Maße von Betten, Stauräumen, Stehhöhen und all solchen Dingen mit dabei. Wir gehen jetzt mal raus und gucken uns das von hinten an. Vollkommen unaufgeräumt, die ungeschminkte Wahrheit, so wie die Fahrzeuge aus dem Werk kommen. Erstmal liegt alles nur locker hinten drin. Der Wagen ist mit Winterpaket bestellt, das heißt, wir haben einerseits die Fußbodenheizung und zusätzlich die Isomatte, die hier reingehängt wird. Wir haben Isomatten fürs Fahrerhaus, da machen wir auch nochmal ein separates Video, zeigen, wie man den Wagen zusätzlich isolieren kann, weil die schwarze Tasche dazu echt nochmal ein spannendes Thema ist, weil das die Isolierung für einen Faltenbalg ist, die oben im Aufstelldach reingebracht wird. Das heißt, wir gehen davon aus, dass man mit dem Wagen tatsächlich auch bei deutlich kalten Temperaturen richtig gut fahren kann. Und die Leiter fürs Aufstelldach. Das alles hat nachher im Urlaubseinsatz feste Plätze oder ist, wenn es im Sommer ist, wahrscheinlich gar nicht mit dabei. Und wenn man will, kann man Columbus typisch hier hinten das Bett hochklappen und dann ja auch noch hier entriegeln und den ganzen Schlitten ganz bis nach hinten schieben, sodass man dann wirklich entweder vorne mehr Platz hat oder hinten mehr Platz hat. Matratze elegant umgeklappt, so können wir noch mal einen Blick unter das Bett werfen. Wir haben hier ein richtig punktelastisches Lattenrost. Da schläft man, glaube ich, sehr, sehr komfortabel drauf. Das, was wir so als Feedback von den Kunden bekommen, ist schon sehr, sehr gut. Und zusätzlich die Matratze, die in der Mitte zusammen ist, aber mit einem Reißverschluss, dass man auch einen Teil wegnehmen könnte. Und der ganze Bezug, der hier mit so einem Meshgewebe umschlossen ist und in der Mitte einfach eine Kiteschaummatratze. Und der Bezug ist natürlich abnehmbar und waschbar, sodass man da langfristig Freude dran haben sollte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sich in so einem Fahrzeug am Ende wirklich schläft. Ja, das, was ihr hier hinten seht, untypisch für die Kastenwagen, ist ein zusätzlicher Konvektor.
Der Columbus hat ja eine Warmwasserheizung mit drin. Das heißt, wir haben einen Warmwasserkreislauf, wie ihr das von der Heizung zu Hause letztendlich kennt. Und dafür hat der Wagen dann eben Heizkörper. Hier vorne unterm Sitz in der Nasszelle und in der Sitzgruppe. Und flächendeckend durchs ganze Auto, wenn man das Winterpaket mitbestellt, die Fußbodenheizung, die von ungefähr hier bis ganz vorne einfach wirklich in Schlaufen im Boden mit verlegt ist und damit auch bei Minusgraden Barfußlaufen im Auto möglich machen sollte. Bevor wir jetzt starten und erstmal die restlichen Details aufnehmen, gucken wir nochmal von vorne, von außen uns das Auto an, weil das eine Perspektive ist, die wir hier tatsächlich noch gar nicht gehabt haben. Weil das was finde ich sehr, sehr gelungen ist. Und da würde ich gerne eine Abstimmung mit einbauen. Ich ziehe mal kurz das Dach runter, dann könnt ihr euch das Auto ganz ansehen. Kleinen Augenblick. Übrigens das einzige Komfortfeature, auf das wir für den Wagen verzichtet haben, ist der elektrische Dachverschluss, weil es zum einen sehr, sehr schwer ist und mir auch zu lange dauert. So geht es ja auch sehr schnell. So, wir haben ja jetzt hier ein Fahrzeug, Campo Volo Grau, schwarz lackierter Kühlergrill, für den ich immer etwas belächelt werde, aber ich finde, es muss sein. Dann haben wir das Skyroof in schwarz und das schwarze Dach oben. Die Scheibe auch noch so leicht dunkel. Hier in der Mitte das. Gib mir mal ein Feedback. Sollen wir das folieren, um hier eine schwarze Front zu haben? Ist das gerade schick, dass man sagt, hey, hell, dunkel in dem Wechsel? Ich bin selber so hin und her gerissen, hatte neulich ein Auto auf dem Hof, wo die Motorhaube foliert war. Das fand ich schick. Der war aber da oben dann wieder hell. Und wenn wir es folieren sollen, die ganze Haube, um hier eine Linie runter zu haben, oder hier nur die Schnauze, um einen hellen Ring zu haben. Das würde mich ernsthaft interessieren. Schreibt das mal bitte unten in die Kommentare, wie ihr das seht. So, wir setzen uns jetzt wieder ins Fahrzeug. Dann gucken wir uns mal an, was wir theoretisch an Gewichten erwarten. Und dann gucken wir, was in der Praxis real an Gewicht da ist. Bevor wir den Wagen jetzt endgültig über die Waage schieben und messen oder wiegen, was er real wiegt, wollen wir natürlich erstmal gucken, was ist die Erwartungshaltung, die wir haben dürfen. Damit wir das ein bisschen besser machen, habe ich gedacht, ich mache das mal mit euch zusammen. Baue ich uns mal schnell den Tisch auf, dass man sieht, wie einfach das ist. Einmal klappen wir das hier nach vorne. Das geht sicherlich auch einfacher. Dann kann man der Tisch hier einfach fest gehaltert. Kommt man auch gut ran. Bank wieder nach hinten, einmal mit Schwung einrasten und das Bein, damit das nicht klappert während der Fahrt, ist das hier fest. So und damit mir das gleich nicht am Bein runterhängt, nehmen wir das schon mal damit rein. Und dann einfach den Tisch von oben einhaken. Damit haben wir dann im Prinzip die Kernfrage auch geklärt, wo der Tisch hingehört, wenn das Skyroof oben oder Skyview, wie das bei Westfalia heißt, mit dabei ist. Ich habe da mal ein bisschen was für uns vorbereitet. Bevor wir uns den Gewichten widmen, ganz klares, kurzes Fachgespräch über Preise. Wir haben hier ein Columbus 600D, nahezu Vollausstattung. Heißt 180 PS, heißt Automatik, heißt großes Chassis, heißt Sonderlackierung in dem Grigio Campo Volo, Chassis Plus Paket, Winterpaket, Aufstelldach, Panoramadach, 350 Watt Solaranlage, Kunstleder mit Rautensteppung und den Windrosen. Ihr könnt euch die gesamte Konfiguration in dem Video, was wir euch vorhin schon mal eingeblendet haben, anschauen. Ich will da jetzt nicht jedes Detail mit nennen. Auf jeden Fall eigentlich alles, was man ab Werk bestellen kann, bis auf Alufelgen, zweite Batterie und das elektrische Aufstelldach. So ein Auto hat dann Summe der Listenpreise ungefähr 85.000 Euro. Wir werden ganz am Ende, wenn wir in den nächsten Videos Stück für Stück die anderen Sachen eingebaut haben, nochmal einen kompletten Strich drunter ziehen und gucken, was dann mit Höherlegung, anderen Felgen, vernünftiger Internetantenne, Kederleiste, Sonnensegeln und solchen Dingen mit rauskommt. Aber das machen wir alles Stück für Stück. Also ungefähr 85.000 Euro Listenpreise, so wie das Auto hier steht. Für heute viel interessanter ist die Gewichtsbilanz. Der Columbus 600D ist ab Werk ohne Extras angegeben mit 2.935 Kilo. Jetzt ist viel Ausstattung eben leider auch viel Gewicht. Das ist ja nun mal eins der Probleme, die wir irgendwie tagtäglich wälzen und mit uns rumtragen. Größte Posten sind hier das Aufstelldach. Das Skyview Glasdach ist leider auch relativ schwer.
das Maxi-Chassis mit 40 Kilo und all solche Dinge mit dabei. Unterm Strich, so wie er jetzt gerade hier steht, haben wir eine angegebene Masse im fahrbereiten Zustand, 3235,5 Kilo. Wenn ich da, das ist das, was rechnerisch mit dem Fahrer, mit Frischwasser, mit Kraftstoff, Kabel und Gasflasche drin ist. Auch das, ich glaube, ich habe das schon 2-3 Mal gesagt, guckt immer auf die Rückseite vom Katalog von dem jeweiligen Hersteller. Da ist immer mit angegeben, wie die Masse fahrbereit berechnet ist. Beim Columbus muss man jetzt ein bisschen gucken. Zum kommenden Modelljahr werden sich die Gewichtsangaben massiv ändern. Das liegt dann nicht daran, dass sich die Dinge wirklich geändert haben, sondern es liegt dann daran, dass die Berechnung neu wird, weil wir jetzt zum kommenden Modelljahr so eine Art Überlauf fürs Frischwasser mit haben, wie alle anderen Hersteller das auch machen, dass dann nur noch 20 Liter in Fahrstellung mit drin sind, quasi Händewaschen, Toilettenspülung. Und dann muss man auch nur noch die 20 Liter mit angeben. Das ist so ein kleiner rechnerischer Trick für Massen im fahrbereiten Zustand. Damit ist es dann vergleichbar mit allen anderen Herstellern, aber auf dem Papier wird der Columbus im nächsten Jahr etwas leichter. Faktisch bleibt es aber das gleiche Auto. Wenn ich Fahrer, Wasser, Diesel, Kabel, Gasflasche rausrechne, dann habe ich hier ein rechnerisches Leergewicht von 2985 Kilo. Das heißt, ich würde mal so sagen, wir sollten im Idealfall eine 2 vorne stehen haben. Das heißt, irgendwie um 3 Tonnen wäre meine Erwartungshaltung gleich auf der Waage. Wir haben jetzt ein bisschen Kraftstoff drin. Also ziemlich genau 3 Tonnen ist das, was der Wagen leer ohne Personen drin mit dem Kraftstoff, der jetzt drin ist, wiegen darf. Wir schauen mal, ob das übereinstimmt und fahren mit euch jetzt mal zur Waage und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Der Wagen ist gewogen, das Ergebnis geht so, sagen wir mal ehrlich, wie es ist. Wir haben jetzt 3055 Kilo auf der Waage, Erwartungshaltung war 3 Tonnen. Das sind einerseits nur 55 Kilo, andererseits sind es aber eben auch 55 Kilo, das ist schon ein halber Markus oder 2 Kinder, je nachdem, wie rum man das Ganze dreht. Beim Fahrzeug, wo wir eh schon knapp an der Gewichtsgrenze unterwegs sind, ist das einfach tatsächlich so, dass die 50 Kilo mich ein bisschen schmerzen, weil ich es gerne ein bisschen leichter gesehen hätte. Aber wir haben eben nochmal geguckt, wir haben den Wagen jetzt auch vollgetankt, also die Angaben, die wir so für uns rein und raus gerechnet haben an Diesel und Wasser, stimmen ziemlich genau. Das heißt, die 3 Tonnen sind das, was rechnerisch sein sollte. Jetzt muss man zu der Verteidigung von Westfalia sagen, wir haben hier so ein Zwitter-Modell. Das ist einerseits teilweise schon Modelljahr 22 in einigen Kleinigkeiten. Das ist teilweise noch Modelljahr 21. Da sind die Prospektangaben noch nicht hundertprozentig verlässlich. Und ich habe hier die Grundlagen des Modelljahres 21 zur Rate genommen. Die Frage ist halt, wie es dann im 22er Modelljahr wirklich drin steht. Das heißt, da kann ein bisschen des Puffers herkommen. Und zum anderen ist es aber eben auch ganz klar so, dass er tendenziell voll im Rahmen der gesetzlichen Regeln ist, aber ein bisschen drüber ist er. Das ist so wie ich. Voll im Rahmen der Norm, aber ein bisschen zu viel Speck auf den Hüften. Das ist also ein Auto, was hervorragend zu uns passt. Grundsätzlich, glaube ich, ist das aber bei dem Fahrzeug so, dass es nicht ganz so tragisch ist, weil man eben sagen muss, das Auto ist definitiv kein 3,5 Tonner, wenn man ihn mit 4 Personen Gepäck und allem drum und dran fährt. Wir haben jetzt hier 3050 Kilo Leergewicht. Da kommen Wasser mit rein, da kommt Kraftstoff mit rein, da kommen die Personen mit rein. Mit beiden Augen zu kann man ihn wahrscheinlich als 3,5 Tonner fahren. Muss ich aber ganz klar darüber sein, dass ihr in dem, und bitte, ihr braucht das gar nicht in die Kommentare reinschreiben, mir ist das ganz klar, dass das ein Weg ist, der nicht 100% der richtige ist. Die ganz klare Beratungsaufgabe muss an dieser Stelle sein, auflasten auf 4,25 Tonnen, sich keine Gedanken über Gewicht machen und einfach nicht mehr ganz so schnell fahren. Aber ich höre ja in jedem Gespräch raus, dass jeder für sich selber abwiegt und ihr abwägt. Und ihr müsst halt ganz klar euch überlegen, ob ihr zu schnell oder zu schwer fahrt. Beides gleichzeitig wird nicht gehen. Der eine entscheidet so, der andere entscheidet so. Mir ist wichtig, dass unsere Kunden gut beraten sind und wissen, auf was sie sich einlassen. Also, wir blenden an dieser Stelle mal unser Togo Gewichtssiegel ein und ich würde sagen, an der Stelle gibt es maximal einen
queren Daumen in Gelb und den grünen Daumen nach oben, wie ich ihn mir wünschen würde, haben wir hier leider nicht. Auch wenn es im Rahmen der Richtlinien sozusagen ist. Und für euch, wenn ihr das Fahrzeug konfiguriert, jetzt müssen wir gucken, wir bauen hier noch auf Lithium-Batterie um. Wir haben hier ein schweres Ersatzrad drin mit 25 Kilo, was, wenn wir nachher auf 18 Zoll umgerüstet haben, sowieso nur noch einen begrenzten Sinn hat. Also wir haben die eine oder andere Stelle, wo wir noch Gewicht rausschmeißen können. Wir werden den Wagen, wenn alles fertig ist, nochmal komplett über die Waage schieben, damit wir wirklich ein echtes, reisefertiges Gewicht haben. Als Basisrechnung haben wir heute erstmal 3050 Kilo. Jo, das ist unser Columbus 600 Projektfahrzeug fürs kommende Jahr. Wir werden jetzt hier Stück für Stück Dinge ranschrauben, Sachen ausprobieren, wahrscheinlich irgendwelche Sachen auch wieder abbauen, die uns nicht gefallen und mal gucken. Der Wagen steht bei uns, kann bestimmt gerne mal angeschaut werden, wenn ihr da seid. Guckt euch das an, überlegt euch, was ist, begleitet uns auf unserer Reise und wenn ihr meint, in der Konfiguration, das und das gehört auf jeden Fall dazu, schreibt es einfach mit dazu. Ich bin gespannt, was ihr noch für Ideen dazu beisteuern könnt. Ich habe zwar schon eine ganz klare Idee, glaube ich, in welche Richtung wir den machen wollen, aber vor allem in Sachen Außendekor bin ich für Überraschungen dankbar. Vielleicht hat ja noch jemand eine ganz neue, frische Idee für uns. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auch in den nächsten Videos begleitet. Erstmal alles Gute, wir sehen uns in Kürze wieder. Bis bald und schöne Grüße aus Stove. Es fährt sich hervorragend im Heu. Es ist wunderschön und es sagt einem, man sollte sich anschnallen, auch wenn man im Heu fährt. Aber sonst ist es schön, ich fühle mich wohl, ich hätte Bock auf Urlaub.